Guten Morgen, Herr Bäcker. Guten Morgen, Frau Klein. Schön, dass Sie da sind. Wie geht es Ihnen heute? Danke, mir geht es gut. Und Ihnen? Mir auch, danke. Haben Sie alle Unterlagen für die Steuererklärung mitgebracht? Ja, ich glaube schon. Hier ist die Mappe mit allen Papieren. Sehr gut. Lassen Sie uns gemeinsam alles durchsehen. Haben Sie die Lohnabrechnungen dabei? Ja, hier sind sie. Ich habe sie extra sortiert. Perfekt, das hilft sehr. Haben Sie die Spendenquittungen auch? Ja, die sind hier in diesem Umschlag. Prima, danke. Und die Nebenkostenabrechnung für Ihre Wohnung? Oh, die habe ich zu Hause vergessen. Das tut mir leid. Kein Problem, das kann passieren. Können Sie sie mir noch nachreichen? Ja, natürlich. Soll ich sie per E-Mail schicken? Ja, das wäre am besten. Oder Sie bringen das Original noch vorbei. Ich kann sie heute Nachmittag einscannen und schicken. Das ist sehr gut, danke. Ohne die Abrechnung kann ich diesen Teil leider nicht fertig machen. Verstehe ich. Ich möchte nichts vergessen. Gibt es sonst noch etwas Wichtiges? Lassen Sie mich kurz schauen. Ah, haben Sie die Versicherungsunterlagen? Ja, hier sind sie. Ist das alles? Das sieht gut aus. Nur die Nebenkosten fehlen noch. Ich ärgere mich, dass ich das vergessen habe. Machen Sie sich keine Sorgen, das passiert oft. Ihre Unterlagen sind sonst sehr komplett. Das freut mich zu hören. Ich will immer alles richtig machen. Das merkt man. Sie sind sehr gut vorbereitet. Danke. Wenn ich nach Hause komme, suche ich die Abrechnung sofort. Sehr gut. Bitte senden Sie sie dann an meine E-Mail-Adresse. Die habe ich ja. Soll ich einen Betreff schreiben? Ja, bitte schreiben Sie Nebenkosten Sabine Klein in den Betreff. Mache ich. Bis wann brauchen Sie das Dokument? Möglichst bis morgen Mittag, dann kann ich weiterarbeiten. Kein Problem, ich schicke es noch heute. Danke, das ist sehr hilfreich. Sie helfen mir damit sehr. Ich danke Ihnen auch für Ihre Geduld. Natürlich, das gehört zu meinem Beruf. Haben Sie noch Fragen? Nein, im Moment nicht. Ich glaube, jetzt habe ich alles verstanden. Das ist gut. Wenn doch noch etwas ist, rufen Sie mich einfach an. Das werde ich tun. Danke für das Angebot. Gern geschehen. Möchten Sie noch einen Kaffee, bevor Sie gehen? Nein, danke. Ich muss gleich weiter zur Arbeit. Das verstehe ich. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Bis bald. Auf Wiedersehen, Frau Klein. Auf Wiedersehen, Herr Bäcker. Und danke nochmal für Ihre Mühe. Sehr gern. Tschüss. Tschüss. Ich melde mich später mit dem Dokument. Alles klar. Ich warte auf Ihre E-Mail. Bis dann. Bis dann. Guten Morgen, Herr Bäcker. Guten Morgen, Frau Müller. Schön, dass Sie da sind. Danke. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Es ist draußen so kalt, oder?
Ja, der Winter ist dieses Jahr wirklich streng. Ja, ich bin heute extra früh losgegangen. Sehr vorbildlich. Womit kann ich Ihnen helfen? Es geht um meine Steuererklärung. Ich habe ein Problem. Was für ein Problem haben Sie? Ich habe viele Belege noch nicht gefunden. Verstehe. Fehlen viele Dokumente? Ja, leider. Besonders die von meiner Arbeit in Berlin. Das kann passieren. Haben Sie schon nachgefragt? Ja, aber sie brauchen noch Zeit zum Schicken. Das ist ärgerlich. Wann bekommen Sie die Unterlagen? Sie sagen vielleicht nächste Woche. Dann wird es mit der Frist knapp. Ja, und deshalb wollte ich Sie fragen. Können wir eine Fristverlängerung beantragen? Ja, das können wir machen. Es ist kein Problem. Das ist gut. Ich habe Angst, eine Strafe zu bekommen. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Vielen Dank, was muss ich tun? Ich schreibe einen Antrag ans Finanzamt. Muss ich selbst noch etwas schreiben? Nein, ich mache das für Sie. Sie müssen nur unterschreiben. Das ist sehr nett von Ihnen. Gern geschehen. Haben Sie sonst noch Fragen? Ja, wie lange ist die Verlängerung? Normalerweise bekommen wir einen Monat extra. Das reicht mir bestimmt. Gut, dann können Sie alle Unterlagen in Ruhe sammeln. Ja, das nehme ich mir fest vor. Wenn Sie Hilfe beim Sortieren brauchen, sagen Sie Bescheid. Danke, das Angebot nehme ich vielleicht an. Kein Problem, ich helfe gern. Können Sie mir bitte sagen, wie ich die Unterlagen sortieren soll? Ja. Am besten nach Jahr und Thema. Arbeit, Miete, Versicherungen. Okay, das klingt einfach. Und heften Sie die Belege am besten zusammen. Ich kaufe mir gleich einen Ordner. Sehr gute Idee. Dann geht es schneller. Ich will alles richtig machen. Das schaffen wir zusammen. Danke für Ihre Geduld. Ich weiß, ich bin spät dran. Es ist kein Problem. Viele Leute brauchen eine Verlängerung. Wirklich? Ich dachte nur, ich bin so langsam. Nein, das passiert oft. Besonders bei komplizierten Fällen. Das beruhigt mich sehr. Sie sind nicht allein damit. Haben Sie schon viele Anträge dieses Jahr geschrieben? Ja, bestimmt 20 Stück. Oh, das ist viel. Ja, aber es gehört dazu. Müssen wir das heute noch abschicken? Nein, morgen reicht auch. Aber je früher, desto besser. Dann komme ich morgen wieder zum Unterschreiben. Sehr gut. Ich bereite alles vor. Bringe ich da noch etwas mit? Wenn Sie noch Unterlagen haben, bringen Sie sie bitte mit. Mache ich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihnen auch, Herr Becker. Bis morgen. Bis morgen, Frau Müller. Auf Wiedersehen. Guten Morgen, Herr Becker. Guten Morgen, Frau Wagner. Schön, dass Sie da sind. Es tut mir sehr leid, dass ich zu spät bin. Der Verkehr war heute schlimm. Kein Problem, Frau Wagner. Das passiert.
Möchten Sie etwas Wasser? Ja, gern, vielen Dank. Hier, bitte schön. Haben Sie alle Unterlagen dabei? Ich glaube ja. Ich habe die Ordner und auch die Belege. Sehr gut. Wir schauen zusammen nach. Die Steuererklärung ist dieses Jahr etwas komplizierter, oder? Ja, ich habe viele neue Rechnungen und Quittungen gesammelt. Haben Sie dieses Formular schon ausgefüllt? Nein, das habe ich noch nicht geschafft. Können Sie mir helfen? Natürlich. Wir machen das zusammen. Haben Sie Ihr Gehaltsformular dabei? Ja, hier ist es. Ist das das Richtige? Ja, perfekt. Und die Quittungen vom letzten Jahr? Die habe ich auch. Manche sind aber etwas zerknittert. Das ist kein Problem. Hauptsache, sie sind lesbar. Ich hoffe, das Finanzamt versteht das. Ich erkläre alles für Sie. Machen Sie sich keine Sorgen. Danke, das beruhigt mich. Ich bin immer nervös bei Steuern. Das ist normal. Viele Menschen finden das Thema schwierig. Seit ich selbstständig bin, ist es noch schwerer. Ja, für Selbstständige ist es etwas mehr Arbeit, aber wir schaffen das. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Gibt es etwas Wichtiges? Wir prüfen alles gemeinsam. Haben Sie auch die Kontoauszüge? Oh, die sind in meiner Tasche. Einen Moment bitte. Kein Stress, ich warte. Hier sind die Auszüge. Reicht das? Ja, das passt. Sie haben wirklich gut vorbereitet. Danke. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Das sieht man. Haben Sie Ausgaben für das Homeoffice? Ja, ich arbeite oft von zu Hause. Wie kann ich das angeben? Wir tragen das hier ein. Wie viele Tage im Monat arbeiten Sie zu Hause? Meistens 15 Tage. Sehr gut. Das notiere ich. Haben Sie Fragen an mich? Ja, was ist mit Fahrkosten? Kann ich die absetzen? Ja, wir können die Fahrten zur Arbeit eintragen. Wie oft fahren Sie ins Büro? 2 bis 3 Mal pro Woche. Das ist gut. Wir nehmen einen Durchschnitt. Super, danke. Ich verstehe das jetzt besser. Freut mich. Haben Sie noch andere Einnahmen? Nein, nur mein Gehalt und die selbstständige Arbeit. In Ordnung. Das macht es etwas einfacher. Ich bin trotzdem unsicher. Mache ich Fehler? Nein, Sie machen alles richtig. Ich helfe Ihnen bei jedem Schritt. Das ist sehr nett. Ich bin froh, dass ich Sie habe. Es ist mein Job, Ihnen zu helfen. Sie sind nicht allein. Manchmal ist das alles sehr viel, vor allem heute mit der Verspätung. Machen Sie sich keine Gedanken. Wir haben genug Zeit. Danke. Ich wollte wirklich pünktlich sein. Das verstehe ich. Aber wichtig ist, dass Sie da sind. Ich hoffe, ich bin nächstes Mal pünktlicher. Das schaffen Sie sicher. Möchten Sie noch etwas wissen? Ja, wann muss ich die Steuer zahlen? Sie bekommen einen Bescheid vom Finanzamt. Dann haben Sie 4 Wochen Zeit. Gut zu wissen. Und bekomme ich Geld zurück? Das kann sein. Es sieht im Moment gut aus. Das wäre toll. Ich könnte das Geld gut gebrauchen.
Ich drücke die Daumen. Wir reichen heute alles ein. Super. Wie lange dauert die Antwort vom Finanzamt? Meistens 4 bis 6 Wochen. Dann warte ich geduldig. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gern, Frau Wagner. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an. Das mache ich. Nochmals Entschuldigung für die Verspätung. Alles in Ordnung. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen, Herr Becker. Auf Wiedersehen, Frau Wagner. Guten Morgen, Herr Bauer. Guten Morgen, Frau Meier. Schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Ich bin ein bisschen nervös. Ich verstehe viele Wörter in den Steuerunterlagen nicht. Kein Problem, das ist ganz normal. Wir gehen alles zusammen durch. Super. Auf diesem Formular steht Werbungskosten. Was bedeutet das? Werbungskosten sind alle Ausgaben, die Sie für Ihren Beruf haben, zum Beispiel Fahrtkosten oder Arbeitskleidung. Ah, verstehe. Und was sind Sonderausgaben? Sonderausgaben sind private Ausgaben, die Sie absetzen können, zum Beispiel Spenden oder Kirchensteuer. Okay, danke. Dann habe ich hier außergewöhnliche Belastungen. Was ist das? Das sind Kosten, die Sie nur selten haben, zum Beispiel hohe Arztkosten oder Pflegekosten. Muss ich die Rechnungen dafür mitbringen? Ja, bringen Sie bitte immer alle Rechnungen mit. Das Finanzamt möchte oft Belege sehen. Gut, das mache ich. Was bedeutet Steuerfreibetrag? Der Steuerfreibetrag ist ein Betrag, auf den Sie keine Steuern zahlen müssen. Er wird vom Einkommen abgezogen. Ist dieser Betrag jedes Jahr gleich? Nein, der Betrag kann sich jährlich ändern. Das hängt vom Gesetz ab. Ich sehe auch Lohnsteuerbescheinigung. Was ist das? Das ist ein Formular von Ihrem Arbeitgeber. Es zeigt, wie viel Lohnsteuer Sie schon bezahlt haben. Muss ich die Lohnsteuerbescheinigung abgeben? Ja, unbedingt. Ohne diese Bescheinigung kann ich die Steuererklärung nicht machen. Alles klar. Dann gibt es noch Vorauszahlungen. Was heißt das? Das bedeutet, Sie zahlen Steuern schon im Voraus, zum Beispiel wenn Sie selbstständig sind. Ich bin angestellt. Muss ich dann Vorauszahlungen machen? Nein, als Angestellte zahlen Sie die Steuern direkt mit dem Lohn, keine Vorauszahlungen nötig. Gut, das beruhigt mich. Was sind Absetzungen für Abnutzung? Das nennt man auch AFA. Damit können Sie teure Anschaffungen wie ein Arbeitszimmer jedes Jahr ein bisschen absetzen. Ich habe nur einen Laptop gekauft. Kann ich das absetzen? Ja, den Laptop können Sie auch absetzen. Bringen Sie bitte die Rechnung mit. Mache ich. Was ist Zusammenveranlagung? Das ist, wenn Sie verheiratet sind und die Steuererklärung gemeinsam mit Ihrem Partner machen. Ich bin ledig, also mache ich die Einzelveranlagung, richtig? Genau, das ist richtig. Hier steht Kinderfreibetrag. Was ist das? Das ist ein Steuerfreibetrag für Eltern. Sie haben keine Kinder, oder? Nein, ich habe keine Kinder. Dann brauchen Sie das nicht auszufüllen.
Danke und Kapitalerträge? Was meint das? Das sind Gewinne aus Geldanlagen, zum Beispiel Zinsen oder Aktien. Ich habe nur ein Sparkonto. Zählt das? Ja, wenn Sie Zinsen bekommen, zählen die als Kapitalerträge. Muss ich das dann angeben? Ja, aber meistens zieht die Bank schon Steuern ab. Bringen Sie Ihren Kontoauszug mit. Okay. Was bedeutet Mantelbogen? Das ist das Hauptformular für die Steuererklärung. Da stehen Ihre persönlichen Daten. Und Anlagen? Das sind Zusatzformulare für spezielle Themen wie Kinder, Renten oder Kapitalerträge. Alles klar. Ich glaube, ich habe jetzt einen besseren Überblick. Sehr gut. Sie können mich immer fragen, wenn etwas unklar ist. Danke, das hilft mir sehr. Ich habe noch viele Belege zu Hause. Soll ich die alle mitbringen? Ja, bringen Sie bitte alles mit, was Sie für wichtig halten. Ich sortiere dann mit Ihnen zusammen. Das ist nett. Ich habe Angst, Fehler zu machen. Keine Sorge, dafür bin ich ja da. Wir schaffen das gemeinsam. Danke für Ihre Geduld, Herr Bauer. Gern geschehen, Frau Meier. Wir sehen uns beim nächsten Termin. Ja, gern. Ich bringe dann alle Unterlagen mit. Perfekt. Haben Sie noch eine Frage? Nein, das war alles. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen, Frau Meier. Auf Wiedersehen, Herr Bauer. Guten Morgen, Herr Becker. Guten Morgen, Frau Schmidt. Schön, dass Sie da sind. Danke. Es ist sehr warm heute, finden Sie nicht? Ja, wirklich. Möchten Sie etwas Wasser? Ja, gern, danke. Hier bitte. Also, wir sprechen heute über Ihre Steuererklärung. Ja, genau. Ich habe meine Unterlagen mitgebracht. Sehr gut. Ich habe Ihre Zahlen schon angesehen. Ich habe aber eine Frage zur Berechnung. Natürlich, was genau möchten Sie wissen? Im Formular steht, ich bekomme weniger Geld zurück als letztes Jahr. Ja, das habe ich gesehen. Es gibt ein paar Unterschiede. Können Sie mir das erklären? Ja, Sie haben dieses Jahr mehr verdient. Das stimmt, aber ich habe auch mehr Kosten eingetragen. Richtig. Sie haben mehr Fahrtkosten angegeben. Und auch neue Arbeitsmittel gekauft. Ja, das sehe ich hier. Aber die Steuer ist trotzdem höher. Warum ist das so? Ich verstehe es nicht ganz. Es liegt am Steuersatz. Wenn Sie mehr verdienen, zahlen Sie mehr Steuern. Aber die Kosten sollten doch helfen, oder? Ja, aber sie sind nicht so hoch wie Ihr Mehrverdienst. Ah, das macht Sinn. Ich dachte, es wäre anders. Viele denken das. Es ist ein häufiger Fehler. Ich habe auch die Rechnung für das Homeoffice dabei. Sehr gut. Das kann ich noch eintragen. Macht das einen großen Unterschied? Nicht sehr groß, aber ein bisschen mehr Rückerstattung ist möglich. Das ist besser als nichts. Genau. Ich trage das gleich ein. Noch eine Frage. Warum sind manche Beträge anders als in meiner Übersicht? Ich habe einige Belege geprüft.
Manche Ausgaben sind nicht absetzbar. Welche zum Beispiel? Diese Restaurantrechnung zum Beispiel, das zählt nicht als Werbungskosten. Oh, das wusste ich nicht. Kein Problem, das passiert oft. Können Sie mir sagen, welche Belege wichtig sind? Ja, Fahrtkosten, Arbeitsmittel, Fortbildungen, Homeoffice, das sind gute Beispiele. Und die Kosten für mein Handy? Ein Teil davon, wenn Sie das Handy beruflich nutzen. Ich habe eine Rechnung vom Handyvertrag. Gut, zeigen Sie mir die bitte. Hier ist sie. Danke. Ich prüfe das und setze einen Teil an. Super. Wie lange dauert die Bearbeitung noch? Ich brauche noch etwa 2 Tage. Dann rufen Sie mich an, wenn alles fertig ist. Ja, ich melde mich sofort. Muss ich noch etwas bringen? Nein, ich habe jetzt alle Unterlagen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gern, Frau Schmidt. Es ist mein Job. Ich hoffe, ich bekomme etwas zurück. Ich gebe mein Bestes für Sie. Das beruhigt mich. Machen Sie sich keine Sorgen. Danke, Herr Becker. Sie sind immer freundlich. Das freut mich. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Schmidt. Guten Morgen, Frau Schneider. Guten Morgen, Herr Müller. Schön, Sie zu sehen. Danke. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Ich habe heute meine Unterlagen für die Steuererklärung mitgebracht. Sehr schön. Dann können wir anfangen. Ähm, Ich habe aber ein Problem. 2 Belege sind weg. Oh, das ist ärgerlich. Welche Belege fehlen denn? Die Quittung für die Reparatur vom Auto und die Rechnung vom Computer. Haben Sie schon überall gesucht? Ja, ich habe zu Hause und im Büro gesucht. Sie sind nicht da. Vielleicht haben Sie die E-Mails noch? Viele Rechnungen kommen per E-Mail. Ich habe meine E-Mails schon angeschaut, aber nichts gefunden. Haben Sie die Firmen gefragt, ob sie eine Kopie senden können? Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Dann machen Sie das am besten gleich nach unserem Termin. Ja, das mache ich. Was passiert, wenn ich die Belege nicht finde? Wir können versuchen, die Kosten trotzdem anzugeben, aber das Finanzamt kann die abziehen. Oh, das wäre schlecht. Es geht um viel Geld. Ja, besonders bei der Autoreparatur. Ich habe Angst, dass ich weniger zurückbekomme. Wir versuchen unser Bestes. Haben Sie noch andere Belege dabei? Ja, hier sind alle anderen Rechnungen und Quittungen. Danke. Ich schaue sie mir kurz an. Klar, bitte. Das sieht schon ganz gut aus. Die meisten Belege sind da. Wenigstens etwas. Sie sind immer sehr ordentlich, Herr Müller. Danke, aber dieses Jahr leider nicht perfekt. Das kann passieren. Sie sind nicht der Einzige. Das beruhigt mich. Haben Sie vielleicht Fotos von den fehlenden Belegen? Nein, leider nicht.
Vielleicht finden wir noch eine Lösung. Ich hoffe es. Bekommen Sie vielleicht die Belege noch von Ihrer Werkstatt oder vom Computerladen? Ich rufe dort gleich heute an. Sehr gut. Wenn Sie die Kopien bekommen, schicken Sie sie mir bitte per E-Mail. Mache ich? Soll ich auch andere Unterlagen per E-Mail senden? Nein, das ist nicht nötig. Die anderen sind hier in Ordnung. Prima, das freut mich. Brauchen Sie Hilfe beim Anrufen der Firmen? Nein, ich komme klar. Vielen Dank. Gern. Wollen Sie einen Kaffee, während ich weiter prüfe? Ja, gerne. Schwarz bitte. Kommt sofort. Danke, Frau Schneider. Hier, bitteschön. Das tut gut. Ich habe die Belege jetzt sortiert. Es fehlt wirklich nur noch das Auto und der Computer. Ich hoffe, ich finde sie noch diese Woche. Wenn nicht, schreiben Sie mir bitte eine kurze Nachricht. Mache ich? Wir können dann gemeinsam überlegen, wie wir weitermachen. Das klingt gut. Haben Sie noch Fragen zu Ihrer Steuererklärung? Nein, im Moment nicht. Dann warten wir auf die fehlenden Belege. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Geduld. Kein Problem, Herr Müller. Dafür bin ich da. Ich melde mich, sobald ich neue Infos habe. Sehr gut. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch, Frau Schneider. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Guten Morgen, Herr Weber. Schön, Sie wiederzusehen. Guten Morgen, Frau Neumann. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Natürlich, gerne. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Also, wir machen heute die Steuererklärung? Ja, genau. Ich habe viele Belege mitgebracht. Perfekt. Haben Sie alles dabei? Quittungen, Kontoauszüge und Rechnungen? Ich glaube ja. Hier sind die Unterlagen. Danke. Ich sehe, es sind viele Ausgaben. Einige sind privat, andere geschäftlich. Ja, genau. Ich habe manchmal Probleme, das zu trennen. Das ist ganz normal. Wir schauen uns alles zusammen an. Super. Ich will keine Fehler machen. Das ist wichtig. Nur geschäftliche Ausgaben dürfen wir absetzen. Was ist zum Beispiel mit meinem Handy? Ich benutze es für die Arbeit und privat. Da können wir einen Anteil berechnen. Wie oft nutzen Sie es für die Arbeit? Ungefähr 70% für die Arbeit. Dann setzen wir 70% der Handykosten als Firma ab. Okay, das klingt gut. Und mein Auto? Benutzen Sie das Auto auch privat? Ja, aber meistens für Kundenbesuche. Haben Sie ein Fahrtenbuch geführt? Nein, leider nicht. Das ist schade. Ohne Fahrtenbuch müssen wir schätzen. Wie viel Prozent ist beruflich? Ich denke etwa 80%. Dann rechnen wir 80% als geschäftlich. Nächstes Jahr bitte ein Fahrtenbuch führen. Ja, das mache ich. Was ist mit Restaurantbesuchen? Mit wem waren Sie dort? Privat oder mit Kunden? Meistens mit Kunden.
Dann brauchen wir einen Nachweis. Datum, Name des Kunden, Grund des Treffens. Ich habe Notizen gemacht. Reicht das? Ja, das ist gut. Bitte heften Sie die Notizen an die Quittungen. Und wenn ich privat essen war? Das dürfen wir nicht absetzen. Nur Geschäftstermine zählen. Verstehe. Was ist mit meinem Laptop? Ich nutze ihn auch zu Hause. Nutzen Sie ihn mehr für die Arbeit oder privat? Fast nur für die Arbeit. Dann können wir fast alles absetzen. Vielleicht 90%. Super, danke. Und mein Internet? Ich arbeite oft von zu Hause. Auch hier können wir einen Anteil absetzen. Wie viel Prozent ist beruflich? Etwa 60%. Dann nehmen wir 60% der Internetkosten. Das hilft sehr. Was ist mit Büromaterial? Haben Sie private Einkäufe dabei? Nur Papier und Stifte für meine Kinder. Das dürfen wir nicht absetzen. Alles andere schon. Gut, dann nehme ich die privaten Sachen raus. Perfekt. Wie sieht es mit Reisen aus? Ich war auf einer Messe für die Firma. Das ist geschäftlich. Haben Sie Rechnungen für Hotel und Bahn? Ja, hier sind sie. Sehr gut, das nehmen wir rein. Private Urlaube dürfen wir nicht absetzen. Das ist klar. Und Geschenke für Kunden. Sie dürfen bis 35 € pro Person und Jahr absetzen. Ich habe kleine Geschenke gekauft. Alles unter 35 €. Dann ist das in Ordnung. Bitte heften Sie die Quittungen an die Kundenliste. Mache ich? Gibt es noch etwas Wichtiges? Achten Sie immer auf eine gute Trennung von privat und geschäftlich. Ich versuche es. Aber manchmal ist es schwierig. Das verstehe ich. Fragen Sie lieber einmal mehr nach. Vielen Dank, Frau Neumann. Sie helfen mir sehr. Das mache ich gern, Herr Weber. Haben Sie noch Fragen? Nein, das war alles. Ich bin jetzt viel sicherer. Schön zu hören. Wir machen den Rest fertig und melden uns. Perfekt, vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch einen schönen Tag, Herr Weber. Bis bald. Guten Morgen, Herr Becker. Ich bin heute hier wegen meiner Steuererklärung. Guten Morgen, Frau Klein. Schön, dass Sie da sind. Setzen Sie sich bitte. Haben Sie alle Unterlagen dabei? Ja, ich glaube schon. Hier sind meine Papiere und der Mantelbogen. Sehr gut, danke. Der Mantelbogen kann ein bisschen kompliziert sein. Wo brauchen Sie Hilfe? Ich verstehe viele Felder nicht. Zum Beispiel, was muss ich bei Steueridentifikationsnummer eintragen? Ihre Steuer-ID steht auf Ihrem letzten Steuerbescheid. Haben Sie den dabei? Ja, einen Moment. Hier ist der Bescheid. Ist das diese Nummer hier? Ja, genau. Das ist Ihre Steueridentifikationsnummer. Die schreiben wir hier rein. Und bei Familienstand? Ich bin verheiratet. Muss ich das ankreuzen? Richtig. Hier bei verheiratet setzen Sie ein Kreuz. Wann haben Sie geheiratet? Im Jahr 2018. Gut, dann tragen wir das auch ein.
Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder. Muss ich die Namen auch schreiben? Nein, nur die Anzahl und das Geburtsjahr der Kinder. Wie alt sind Ihre Kinder? Meine Tochter ist 7 und mein Sohn ist 3 Jahre alt. Also ein Kind geboren 2016 und eins geboren 2020. Das notiere ich. Muss ich auch meine Arbeitsstelle eintragen? Ja, hier bei Arbeitgeber. Wie heißt Ihre Firma? Ich arbeite bei Müller Partner GmbH. In Ordnung. Und wie hoch war Ihr Bruttoeinkommen im letzten Jahr? Das weiß ich nicht genau. Ich habe aber meine Lohnabrechnung dabei. Perfekt, ich schaue mal. Hier steht es 32.000 Euro. Das tragen wir ein. Und was ist mit Werbungskosten? Muss ich da etwas angeben? Ja, zum Beispiel Kosten für Fahrten zur Arbeit, Arbeitsmittel oder Fortbildungen. Fahren Sie jeden Tag zur Arbeit? Ja, ich fahre mit dem Auto. Es sind 15 Kilometer pro Strecke. Dann können wir das absetzen. Haben Sie Quittungen für Arbeitsmittel? Ja, ich habe einen Laptop gekauft. Hier ist die Rechnung. Super. Der Laptop zählt als Arbeitsmittel. Wir nehmen den Betrag auf. Brauchen Sie auch Nachweise für meine Fortbildungskurse? Ja, bitte. Haben Sie Bescheinigungen oder Rechnungen? Ja, hier sind sie. Sehr gut. Ich lege sie dazu. Haben Sie sonst noch Ausgaben, die Sie angeben möchten? Ich habe Spenden gemacht. Zählt das? Ja, Spenden kann man auch absetzen. Haben Sie eine Spendenquittung? Hier sind 3 Quittungen von verschiedenen Organisationen. Danke, die nehme ich mit auf. Gibt es sonst noch Fragen zum Mantelbogen? Ja, was muss ich bei Kirchensteuer ankreuzen? Ich bin evangelisch. Dann kreuzen wir evangelisch an. Zahlen Sie Kirchensteuer direkt vom Lohn? Ja, das wird abgezogen. Gut, dann ist das hier richtig. Gibt es noch etwas, was unklar ist? Muss ich meine Kontonummer angeben? Ja, für die Erstattung schreiben Sie bitte hier Ihre IBAN. Okay, mache ich. Und wie lange dauert die Bearbeitung? Normalerweise 4 bis 8 Wochen. Sie bekommen dann einen Bescheid per Post. Super, danke. Und muss ich noch etwas unterschreiben? Ja, auf der letzten Seite. Hier bitte unterschreiben Sie. In Ordnung, ich unterschreibe hier. Sehr gut, Frau Klein. Ich schicke die Steuererklärung ab. Falls noch etwas fehlt, melde ich mich. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Becker. Ich war sehr unsicher. Kein Problem, das mache ich gerne. Haben Sie noch Fragen? Nein, alles ist jetzt klar. Schönen Tag noch. Ihnen auch einen schönen Tag, Frau Klein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Becker. Guten Morgen, Herr Becker. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Guten Morgen, Frau Schmidt. Ja, danke, das Wetter war schön. Und wie war Ihr Wochenende? Es war auch sehr schön. Ich war mit meiner Familie im Park. Aber jetzt geht es um meine Steuern. Natürlich, Sie haben Ihre Unterlagen dabei. Ja, hier sind alle Papiere.
Es ist dieses Jahr etwas kompliziert. Kein Problem, schauen wir gemeinsam durch. Haben Sie Veränderungen im letzten Jahr gehabt? Ja, ich habe jetzt einen zweiten Job als Minijob. Das ist wichtig. Haben Sie auch Werbungskosten für den neuen Job? Ja, ich kaufe oft Fahrkarten für den Bus. Sehr gut. Die können wir absetzen. Haben Sie Quittungen gesammelt? Ja, ich habe alle Tickets aufbewahrt. Perfekt. Gibt es noch etwas Neues? Vielleicht Spenden oder Versicherungen? Ich habe eine neue Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Die können wir auch eintragen. Haben Sie die Bescheinigung dabei? Ja, hier ist sie. Super, das hilft. Haben Sie Kinder? Gibt es Betreuungskosten? Ja, mein Sohn geht in den Kindergarten. Die Kosten können wir auch angeben. Haben Sie Rechnungen von der Kita? Ja, ich habe die Jahresabrechnung dabei. Sehr gut. Waren Sie oder Ihr Sohn im letzten Jahr krank? Ja, ich war 2 Wochen krank und habe Medikamente gekauft. Haben Sie die Quittungen für die Medikamente? Ja, ich habe sie hier. Wunderbar. Diese Ausgaben können wir als außergewöhnliche Belastungen angeben. Das wusste ich gar nicht. Danke für den Hinweis. Gern. Haben Sie auch an die Handwerkerrechnung gedacht, falls zu Hause etwas gemacht wurde? Ja, wir haben das Bad renoviert. Haben Sie eine Rechnung vom Handwerker? Ja, ich habe die Rechnung und den Überweisungsbeleg. Sehr gut, das spart Steuern. Möchten Sie etwas zu Ihrer Altersvorsorge wissen? Ja, ich habe eine private Rentenversicherung abgeschlossen. Die können wir auch angeben. Haben Sie die Bescheinigung? Ja, hier ist das Dokument. Perfekt. Haben Sie noch Fragen zu weiteren Sparmöglichkeiten? Gibt es noch Tipps, wie ich mehr Steuern sparen kann? Ja, prüfen Sie immer, ob Sie Arbeitsmittel absetzen können, zum Beispiel Computer oder Schreibtisch. Ich habe einen neuen Schreibtisch gekauft. Dann nehmen wir den auch auf. Haben Sie die Quittung? Ja, ich habe die Rechnung. Sehr gut. Fahren Sie manchmal dienstlich mit dem eigenen Auto? Nein, ich fahre immer mit dem Bus. Dann bleibt es dabei. Nutzen Sie Ihr Handy für die Arbeit? Ja, ich telefoniere oft mit Kollegen. Dann können wir einen Teil der Handyrechnung absetzen. Oh, das ist gut. Ich habe die Rechnungen hier. Wunderbar. Haben Sie Fortbildungen gemacht? Ja, ich habe einen Kurs besucht. Haben Sie eine Teilnahmebescheinigung? Ja, die habe ich dabei. Perfekt. Dann tragen wir das auch ein. Ich wusste gar nicht, dass so viele Dinge absetzbar sind. Ja, viele Menschen wissen das nicht. Deshalb ist Beratung wichtig. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Wie lange dauert die Bearbeitung? Ich brauche etwa eine Woche. Dann melde ich mich bei Ihnen. Soll ich noch etwas bringen? Nein, Sie haben alles sehr gut vorbereitet. Das freut mich. Ich bin gespannt, wie viel ich zurückbekomme. Ich denke, es wird eine schöne Rückzahlung geben. Das wäre toll.
Danke für Ihre Hilfe, Herr Becker. Gern geschehen, Frau Schmidt. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Herr Meier. Schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Guten Tag, Frau Schneider. Ich freue mich auch, Sie zu treffen. Hatten Sie eine gute Anreise? War der Weg hierher okay? Ja, danke. Es war kein Problem, das Büro zu finden. Das Wetter ist heute auch schön. Ja, das stimmt. Endlich scheint die Sonne wieder. Möchten Sie einen Kaffee oder Tee? Oh, gerne einen Kaffee, bitte. Schwarz reicht mir. Kommt sofort. Hier bitte sehr. Möchten Sie Zucker oder Milch? Nein, danke. Schwarz ist perfekt. Das ist ein schönes Büro. Haben Sie es neu eingerichtet? Vielen Dank. Ja, wir haben vor ein paar Monaten renoviert. Jetzt ist alles moderner. Das sieht man. Es wirkt sehr freundlich hier. Das freut mich sehr. Wir möchten, dass sich unsere Mandanten wohlfühlen. Das gelingt Ihnen. Ich war ja schon lange Ihr Kunde, aber immer nur per Telefon oder E-Mail. Ja, das stimmt. Es ist schön, jetzt ein Gesicht zu sehen. Ich finde das auch. So kann man besser sprechen und Fragen klären. Genau. Haben Sie alle Unterlagen mitgebracht? Ja, ich habe alles dabei. Hier ist mein Ordner mit den Dokumenten. Perfekt, danke. Ich schaue mal kurz rein. Oh, Sie haben alles sehr ordentlich sortiert. Ich versuche mein Bestes. Es ist manchmal ein bisschen viel. Das verstehe ich gut. Dieses Jahr ist Ihre Steuererklärung etwas komplizierter, oder? Ja, ich habe letztes Jahr eine neue Wohnung gekauft und mehr gearbeitet. Okay, das notiere ich. Haben Sie die Kaufverträge und Rechnungen dabei? Ja, hier sind sie. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Auf jeden Fall. Danke. Gab es sonst große Veränderungen im letzten Jahr? Ich habe auch eine Fortbildung gemacht und ein paar neue Geräte für die Arbeit gekauft. Sehr gut, das kann wichtig sein. Haben Sie die Belege für die Geräte? Ja, ich habe alle Rechnungen gesammelt. Hier sind sie. Super, das macht die Arbeit leichter. Brauchen Sie heute Hilfe bei etwas Bestimmtem? Ich habe ein paar Fragen zur Steuer für die Wohnung, zum Beispiel, was ich absetzen kann. Das ist eine gute Frage. Sie können viele Kosten absetzen, zum Beispiel Maklergebühren und Notarkosten. Das wusste ich nicht. Und wie ist es mit den Renovierungskosten? Die können Sie auch teilweise absetzen, wenn sie nötig waren. Das ist gut. Ich hatte eine neue Heizung eingebaut. Zählt das? Ja, das gilt als Renovierung. Die Rechnung dazu brauchen wir auch. Die habe ich dabei hier. Perfekt, danke. Sie sind wirklich gut vorbereitet. Danke. Ich will Ihnen die Arbeit nicht schwer machen. Keine Sorge, ich helfe Ihnen gern. Gibt es noch andere Belege, die Sie zeigen möchten? Ich habe auch Spendenquittungen. Sind die wichtig? Ja, Spenden können abgesetzt werden. Geben Sie mir die bitte auch. Hier sind sie. Ich spende jedes Jahr ein bisschen.
Das finde ich sehr schön. Es lohnt sich auch steuerlich. Das freut mich zu hören. Muss ich sonst noch etwas beachten? Es ist gut, dass Sie alles gesammelt haben. Ich prüfe alles und melde mich, falls ich noch etwas brauche. Das klingt gut. Wie lange dauert die Bearbeitung ungefähr? Normalerweise 2 bis 3 Wochen. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn alles fertig ist. Sehr schön, danke. Ich habe manchmal Angst, etwas zu vergessen. Das ist ganz normal. Sie machen das schon sehr gut. Das beruhigt mich. Danke für Ihre Geduld. Kein Problem, Herr Meier. Dafür bin ich da. Haben Sie noch weitere Fragen? Nicht im Moment. Falls mir noch etwas einfällt, kann ich eine E-Mail schreiben. Natürlich, jederzeit. Schreiben Sie mir einfach oder rufen Sie an. Danke. Ich finde es gut, dass Sie immer erreichbar sind. Das ist mir wichtig. Wir wollen unsere Mandanten gut betreuen. Das merkt man. Ich fühle mich hier gut aufgehoben. Das freut mich sehr. Wir machen das Steuerjahr gemeinsam einfach. Vielen Dank, Frau Schneider. Ich bin froh, dass ich Sie habe. Ich danke Ihnen auch für Ihr Vertrauen. Wir schaffen das zusammen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihnen auch, Herr Meier. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen, Frau Schneider. Auf Wiedersehen, Herr Meier.